Äußerungen in der ursprünglichen Version dieses Videos waren nicht die Worte von Augen auf Medienanalyse. Dadurch, dass wir dieses Video übersetzten und veröffentlichten, erreichte uns dann eine Beschwerde von Marcel Lute, auf die wir hier genau eingehen, die gerne als eine Art Version zur Gegendarstellung gesehen werden darf. Der die Beschwerde von Marcel Lute betreffende Teil beginnt ungefähr ab Minute 5. Ein angeblich durchgesickertes Dossier zeigt, dass deutsche Geheimdienste sich verschworen haben, um ein falsches Konstrukt zu schaffen, um Rainer Füllmich zum Schweigen zu bringen, ihn von der Möglichkeit einer Kandidatur für ein öffentliches Amt auszuschließen und die Kontrolle über das Corona-Komitee und seinen Finanzen zu übernehmen. Ja, es zeigt eigentlich durch ein Dossier, was mir eben zugespielt worden ist, dass man eben Herrn Füllmich schon sehr lange verfolgt hat und versucht hat, durch irgendwelche Konstrukte es zu schaffen, dass er also nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland wählbar sein soll. Man hat versucht mit Staatsanwaltschaft und so. So ist es also von einem der Dienste, wie Bundeskriminalamt oder so, eben initiiert worden, dass man versucht hat, aus seiner Umgebung Leute anzuwerben, Informationen zu erlangen und versucht hat, final betrachtet eben eine Anklage gegen ihn zu erheben und dass er verurteilt wird. Das war geplant. Und das war schon durch einen Vermerk, der schon im Jahre 2021 war das praktisch schon so vorgesehen. Dann eben auch, dass man 2021 eben schon gesagt hat, man muss den irgendwie wegbekommen und quasi wegbekommen, auch dass er nicht mehr politisch wählbar ist. Das heißt ja im Endeffekt eine hohe Verurteilung, was es ausschließt, dass man dann eben noch gewählt werden kann in der Bundesrepublik Deutschland. Also sagen so, kann man sagen, ein inszenierter Plan schon seit langer Zeit. Ja, aber man musste eben bei der Durchführung musste man dann eben sehen, dass eine Staatsanwältin nicht mitgemacht hat. Man musste es dann wieder ein bisschen umdisponieren und dann gab es eben diesen Hausverkauf und der ist so gehandhabt worden und das riecht natürlich, dass dieses Geld jetzt weg ist. Man hat 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Das Geld, man hat Dr. Füllmich dadurch, weil man sagt, das Geld ist nicht zurückgekommen. Und der Corona-Ausschuss, den man wahrscheinlich auch nicht so besonders mochte, so wie dieses Papier sagt auch, oder wie man es eben auch in der Öffentlichkeit sieht, kriegt auch kein Geld. Dann hat aber Templin und andere das Geld. Ja, Templin ist eben in einer Umgebung, wo es eben auch Leute tatsächlich gibt, die eben entweder vom BKA oder mit dem BND zusammenarbeiten. Ich würde jetzt vorschlagen, dass mal die das ist jetzt nur ein Teil davon. Analyse durchgeführt werden, um die Möglichkeiten einer Unvereinbarkeitserklärung zu bewerten, die Rainer Füllmich die Bekleidung politischer Ämter aufgrund nachgewiesener demokratiefeindlicher Tendenzen untersagt. Dann kommt der wunderbare Punkt, wunderbar in Anführungszeichen, strafprozessuelle Maßnahmen. Die Einleitung strafprozessueller Maßnahmen auf Basis der gesammelten Beweise gegen Rainer Füllmich muss vorbereitet werden. Dies beinhaltet die Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaften und die Vorbereitung von Anklagen beim nachweisbaren Rechtsverstößen. Und jetzt kommt der wohl entscheidendste Satz. Gegebenenfalls notwendige Konstruktionen sind abzuwägen und geeignete Drittakteure anzuwerben. Als Vermerk am Ende steht, die Aktivitäten von Rainer Füllmich stellen eine komplexe Herausforderung für die Sicherheitsbehörden dar. Der Mann ist absolut harmlos, die eine koordinierte und vielschichtige Antwort erfordern. Die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen soll dazu beitragen, seine politische Tragfähigkeit zu unterbinden und die Sicherheit sowie die demokratischen Werte der Bundesrepublik Deutschland zu schützen. Während einige behaupten, das Dossier sei eine Fälschung, zeigen die bereits vorliegenden Beweise eindeutig, dass Füllmich von der deutschen Regierung ins Visier genommen wurde, weil er mit seiner weitreichenden Stimme die Verbrechen der Covid-Sperren und der angeordneten experimentellen Spritzen aufgedeckt hat. Die Mitglieder des Corona-Ausschusses, Justus Hoffmann, Marcel Templin und Antonia Fischer, behaupteten, Füllmich habe 700.000 € veruntreut, obwohl es sich dabei um ein offiziell dokumentiertes Darlehen für die juristische Untersuchung des Ausschusses handelte. Mithilfe des Notars haben sie den Erlös aus Füllmichs eigenem Grundstücksverkauf illegal auf das persönliche Konto von Marcel Templin eingezahlt. 1,158 Millionen €. Vor Gericht konnte Füllmich seine Ankläger befragen und sie dazu bringen, zuzugeben, dass sie derzeit Zugriff auf dieses Geld haben. In einem Video aus dem Jahr 2022 behauptet Justus Hoffmann, dass an den Anschuldigungen gegen Füllmich nichts Persönliches dran war, aber vor Gericht gaben sie zu, dass sie ihn ins Gefängnis bringen wollten und dass es der schönste Tag ihres Lebens sein würde. Vor Jahren wurde ein Vater beschuldigt, sein 4-jähriges Kind vergewaltigt zu haben. Krankenhausunterlagen und Tonaufnahmen des 4-Jährigen bestätigen dies. Aber der Vater wurde nicht für schuldig befunden und die deutschen Geheimdienste vertuschten es und versiegelten die Akte bis zum Jahr 2060. Marcel Templin arbeitete mit Carsten Stahl zusammen, um die Mutter des Jungen daran zu hindern, öffentlich über den Fall zu sprechen.
Ab hier der Teil, der nach der Beschwerde von Marcel Lute angepasst wurde. Die ganze Geschichte und alle Details nach dem Abspann von Greg Rees. Bleib also dran. Marcel Lute, der zusammen mit Carsten Stahl für die Europawahl kandidiert, war ebenfalls an dieser Vertuschung beteiligt. Gegendarstellung. Marcel Lute schreibt, diese Aussage sei wahrheitswidrig. Das bringt Templin, Stahl und Lute in die Nähe der deutschen Geheimdienste. Und es wird gemunkelt, dass sie das Dossier erstellt haben könnten, um den Prozess später zu diskreditieren. Das würde Sinn machen, wenn man bedenkt, dass Rainer Füllmich vor Gericht die Oberhand gewonnen hat. Sie werden verzweifelt sein. Mehr Hintergrundinformationen zu diesem Fall findest du in meinem Bericht Die illegale Entführung und Verfolgung von Rainer Füllmich. Berichtet für Infowars. Ich bin Greg Rees. Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, schön, dass du noch da bist. Also, was ist passiert? Ich habe am Freitag, den 12. April, die erste Version dieses Videos hochgeladen. Unter anderem auf YouTube und auf Odyssey. Am Montag, den 15. April, ging um 21:16 Uhr eine E-Mail von YouTube ein. Ja, was gab es für eine Meldung? Und zwar, das hier wurde heute verbreitet. YouTube. Hallo, Augen auf, Medienanalyse. Das ist der Kanal, wo die Übersetzung gemacht hat vom Rees Report. Uns liegt eine rechtliche Beschwerde von einer Regierungsbehörde zu deinen Inhalten vor. Nach der Überprüfung wurde folgender Inhalt auf den unten genannten YouTube-Länder-Websites gesperrt und können dort nicht mehr wiedergegeben werden. Video, Dossier, die deutsche Regierung verschwor sich gegen Rainer Füllmich, der Rees Report Deutsch. Die Inhalte wurden auf den folgenden YouTube-Länder-Webseiten gesperrt und können dort nicht mehr wiedergegeben werden. Wir reden von Deutschland. Also, dieses übersetzte Rees Report Video wurde in Deutschland gesperrt. Ich habe es kontrolliert. Man kann ja das mit VPN einstellen, dass ich simuliere, dass ich in Deutschland bin. Und dann kommt folgendes Bild. Mal gucken, da kommt dann dieses Bild, wenn du da draufklicken möchtest, ihr könnt es gerne probieren, ich schicke euch dann gleich den Link. Und ja, dieses Video ist unter deiner Landesdomain nicht verfügbar, da es aufgrund eines behördlichen Hinweises bzw. einer Anordnung entfernt wurde. Wenn du glaubst, dass deine Inhalte irrtümlicherweise eingeschränkt wurden, kannst du dich an uns wenden. Was ich dann am Abend des 16. Aprils oder am Morgen des 17., ich weiß nicht mehr genau, dann noch tat. Mit dem Hinweis, dass, ohne dass ich weiß, welche Behörde sich beschwert hat und warum sie sich beschwert hat, ich eigentlich nur von einem Unrecht ausgehen kann. Und natürlich mit einem Hinweis auf Artikel 5 des Grundgesetzes, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet, eine Zensur findet nicht statt. Aber die Beschwerde ist wie erwartet abgelehnt worden mit einem Standardtext, nochmalige Prüfung und bleibt gesperrt. Für Deutschland halt. Das ist ja interessant, würde ich mal sagen. Wenn die Regierung sich einmischt, dass man plötzlich ein Video in einem einzigen Land nicht mehr sehen kann, das finde ich ja spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das wollte ich euch unbedingt mitgeben. Und ihr könnt das auch gerne mal euren Lieben zu Hause oder die Menschen, die kritisch sind, könnt ihr mal die Fragen stellen, wieso wird so ein Video zensiert? Einfach, ich frage für einen Freund. Deshalb wichtig, das zu sehen. Die Videos mit Misery und mir wurden bisher nicht zensiert, also an dem kann es nicht liegen, also weiß es nicht. Der Unterschied zwischen dem Rees Report und dem Interview ist eigentlich der letzte Teil. Gut, Ärger mit YouTube kennt man schon, aber dann ist etwas passiert, das ist so noch nicht passiert, nämlich, dass sich Odyssey bei mir gemeldet hat und hat gemeint, bei ihnen sei eine Beschwerde eingegangen und ich sollte auf die Beschwerde adäquat reagieren, sonst würden sie das Video sperren. Ich schrieb Odyssey zurück, dass ich mich bedanke dafür, dass sie mir die Zeit geben, darauf zu reagieren und wie lang die Frist wäre, und sie antworteten 7 Tage. In deren Antworten konnte man Kopfschütteln sehen, sozusagen. Und es war eine Beschwerde von Marcel Lute, der Teil dieses Videos ist und der dabei nicht so richtig gut wegkommt, mit 5 bzw. 6 Beschwerdepunkten, und auf diese möchte ich jetzt im Folgenden genau eingehen. Falls meine Stimme anders klingt, verzeih mir, das ist schon 3 Stunden her, dass ich das einsprach. Beschwerdepunkt Nummer 1 von Marcel Lute.
In den Minuten 5 bis 5:02 und 5 Sekunde 10 wird mein Urheberrecht an dem Porträtfoto von mir verletzt. Das Interessante daran, dass ein anderes Porträtfoto, was offensichtlich auch aus dieser Reihe stammt, an einem Bericht der Berliner Zeitung Olli Grabowski zugeordnet wurde. Ich habe es an den betroffenen Stellen durch das Bild hier ersetzt. Lute-Beschwerde Punkt 2. In den Minuten 5:02 bis 5:04 wird das Urheberrecht des Fotografen Thorsten Seiring an einem gemeinsamen Foto von Carsten Stahl und mir für die Kampagne Bündnis Kinderschutz verletzt. Und Punkt 4. Im Begleittext wird wahrheitswidrig behauptet, dass ich gemeinsam mit Carsten Stahl für die Europawahl kandidiere. In der Tat, da hat Greg Rees die Berliner Wahl und die Europawahl verwechselt, wie auch der statt dem Foto eingeblendete Artikel der Berliner Zeitung belegt, der rein zufällig dasselbe Foto verwendet. Rein zufällig ohne Urheberrechtshinweis. Und Beschwerdepunkt Nummer 3. In den Minuten 5:05 bis 5:06 wird mein Urheberrecht an meiner schriftlichen Eingabe als Abgeordneter bei der Staatsanwaltschaft Berlin in einem Strafverfahren verletzt, dem ich mal widersprechen würde, denn wie bei parlamentarischen Anfragen und Aktenansichtsanträgen unterliegen diese Anträge nicht dem Urheberrecht, wenn sie staatliche Dokumente betreffen, die im Rahmen ihrer Regierungstätigkeit erstellt wurden. Das Urheberrecht schützt kreative Werke von unautorisiertem Kopieren oder Verbreiten, jedoch nicht staatliche Dokumente oder Informationen, die im öffentlichen Interesse verfügbar gemacht werden sollen. Weiter schreibt Lute, und gleichzeitig würde das zeigen gegen das Verbot des Paragraphen 206 Absatz 4 Strafgesetzbuch, Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses, das sich inhaltlich eher darauf bezieht, dass man keine fremde Post aufmachen darf und niemanden abhören darf, und Paragraph 353d Nummer 2 des Strafgesetzbuches mit dem Titel Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen verstoßen. Nur grundsätzlich unterliegen Informationen, die im Rahmen solcher Anfragen und Anträge angefordert werden, keiner automatischen Geheimhaltungspflicht, da das Ziel darin besteht, die Regierungstätigkeit transparent zu machen und das Recht der Öffentlichkeit auf Information zu unterstützen. Es gibt möglicherweise bestimmte Ausnahmen oder Einschränkungen, die bestimmte Informationen betreffen könnten. Zum Beispiel könnten vertrauliche oder sicherheitsrelevante Informationen von der Veröffentlichung ausgenommen sein, wenn ihre Offenlegung die Sicherheit gefährden oder andere schutzwidrige Interessen beeinträchtigen könnte. Aber wie du es im verlinkten Rees-Video selber lesen kannst, in diesem Fall geht es um einen Standardtext, wo es um Aktenansicht ausdrücklicher Bezugnahme auf Artikel 45 Absatz 2, worin Akteneinsicht in die Ermittlungsakten eines Verfahrens zum Aktenzeichen 284 JS 1754 14a gegen Andreas P. angefordert werden. Es ist nur ein blöder Antrag auf Aktenansicht zu einem bestimmten Fall. Zweiter Teil von Teil 4 von Lutes Beschwerde. Im Begleittext wird wahrheitswidrig behauptet, dass ich auch an der Vertuschung beteiligt sei. Rees bezieht sich dabei auf den Fall, wo der Vater beschuldigt wurde, sein 4-jähriges Kind vergewaltigt zu haben, für das Lute Aktenansicht anfragte und deren Akten laut Rees jetzt unter Verschluss seien. Und dass Brechte, Templin, Stahl und Lute in die Nähe der deutschen Geheimdienste und nicht, so wie er schreibt, und dass ich, in Anführungszeichen, den deutschen Geheimdiensten nahe stehe. Zu der Vertuschung kann ich nichts sagen. Wenn Marcel Lute sagt, das ist wahrheitswidrig und ich kenne keine andere Aussage, die das Gegenteil beweisen könnte, dann ist es wichtig, das auch zu zeigen. Und die letzte, Anmerkung 5. Von 0515 bis 0519 heißt es dann, Anführungszeichen, es wird gemunkelt, dass sie, in Klammern gemeint sind offensichtlich die zuvor gezeigten Personen, Klammer zu, das Dossier erstellt haben könnten, um den Prozess später zu diskreditieren. Das heißt, es wird die Tatsachenbehauptung verbreitet, dass ich der Mitautor eines Dossiers bin, das Thema des gesamten Videos ist. Also mal ehrlich, Herr Lute, wenn man sagt, es wird gemunkelt, das Dossier erstellt haben könnten und das dann aber als Tatsachenbehauptung darstellen, dann passt das nicht. Aber ich gebe zu, dass die Aussage von Greg Rees, es würde Sinn ergeben, wenn es so wäre, ein bisschen sehr, sehr dünn ist. So, und damit weißt du jetzt eigentlich schon mehr als ich. Als kleinen Nachschlag noch komische Dinge, die einem begegnen, wenn man mal nach Carsten Stahl oder nach diesem Kinderschutzverein sucht. Und ansonsten vielen Dank und schön, dass du da bist und weitermachen. Gab es schon mal einen Moment, oder ich meine, du bist 22 und du lebst ja dein Leben auch Männern bin und dann so schnell wie möglich wieder mit einem Mann bin, dass ich dann meine Liebe bekomme, die mir fehlt. Und so war ich als Teenager, so war ich als junge Frau und so war ich die ganze Zeit und das war sehr schlimm, aber ich dachte, das wäre normal, bis ich dann irgendwann selber Pech hatte und schwanger geworden bin, um zu sehen, ey, du machst gerade was falsch.
Du musst mal aufpassen. Und dann bin ich schwanger geworden und habe viel darüber nachgedacht, weil ich würde gerne ein Kind haben. Aber zu der Zeit war es noch viel schlimmer. Hätte ich ein Kind bekommen, erstens hätte ich mich selber nicht drum kümmern können, weil ich ein Kind bin, weil ich noch nicht reif bin, weil ich gestört noch bin von vielen Sachen, die mir passiert sind. Und dann hatte ich Angst, dass es gemobbt wird. Das ist meine größte Angst, heute sogar noch, dass mein Kind gemobbt wird, wegen mir. So, wenn es wegen anderen gemobbt wird, dann werde ich mich dafür einsetzen, ich bringe die um. Auf eine andere Art und Weise. Ich jetzt nicht gehört. Aber, du rufst mich an und ich kläre das. Ja, das ist der bessere Weg. Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.